Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und versuche unter anderem das Chaos mithilfe der Fly Lady Methode in den Griff zu bekommen, was mir bisher auch ganz gut gelingt. Solltest du neu sein auf meinem Kanal, bei mir dreht sich alles um Putzmotivation, Putzroutinen, Fly Lady und alles andere, was man so machen kann, um als halb chaotischer Mensch halbwegs Struktur ins Leben zu bekommen. Im heutigen Video geht es allerdings darum, dass ich die Zonenreinigung aufgrund von Krankheit nicht geschafft habe diese Woche und jetzt am Stück mal meine Kammer ausputze. Wenn du wissen möchtest, wie das Ergebnis am Ende aussieht, dann bleib gerne dran. Sollte dir das Video gefallen, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Solltest du neu sein auf meinem Kanal, würde ich mich über ein Abo freuen. Das ist eine Unterstützung für mich, das ist kostenlos für dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Das ist die Ausgangssituation der Kammer unserer Küche. Wie ihr seht, es ist ganz schön chaotisch. Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor etwa einem Dreivierteljahr das in der Zonenreinigung bereinigt, aber es ist auf jeden Fall schon lange wieder an der Zeit. Wir haben hier unsere Tüten zu hängen, wir haben verschiedene Küchengeräte hier drin, wir haben Werkzeug da drin, also eigentlich alles Mögliche. Und man sieht hier ganz gut, wenn man auf einmal keinen Platz mehr hat oder keine Ordnung mehr hat, dass man dann anfängt, Sachen einfach irgendwo reinzustopfen, wo halt gerade eine Lücke zu finden ist. Und so kommt halt die Unordnung ins Spiel. Und Fly Lady sagt ja auch immer so schön, Chaos zieht weiteres Chaos an. Da, wo Unordnung ist, da wird weitere Unordnung entstehen. Und auf jeden Fall ist das jetzt auch der Grund, warum ich mir heute diesen Bereich vorgenommen habe. Ich fange damit an, dass ich erstmal alle Geräte rausräume. Ich stelle sie bei mir jetzt auf die Küchenablage und sauge Regal für Regal aus. Ich sauge aber auch die gesamte Kammer aus, also auch die Decke und so weiter. Sollten da irgendwelche Spinnweben oder sowas sein, und sprühe schon mal den Regalboden mit einem Fettlöser ein. So kann dieser schon mal wirken, während ich noch die anderen Fächer ausräume. Ja, also eigentlich ist es ja so gedacht, dass man die Zonenreinigung 5 Tage à 15 Minuten vollziehen soll und dann sich sozusagen Regal für Regal vorarbeiten soll. In diesem Fall habe ich, wie gesagt, aufgrund von Krankheit diese Woche das nicht geschafft, aber die ersten Sonnenstrahlen sind da. Ich bin so total in diesem Frühjahrsputzmodus. Ich merke, dass mich die Sonne auf jeden Fall motiviert, wieder ein bisschen mehr zu machen. Ich freue mich auf den Frühling und ich hatte heute einfach wirklich Lust gehabt, diese Kammer auszuräumen und zu bereinigen. Und aus diesem Grund habe ich mir halt so ein Zeitfenster von etwa einer Stunde eingeplant, in der ich halt diese Kammer reinige. Mein Mann ist in der Zwischenzeit mit meinen Kindern unterwegs, sie sind auf dem Spielplatz. Das heißt, ich weiß, ich kann jetzt alles rausräumen, ohne dass ich jetzt die Mission abbrechen muss, und habe das so auch auf dem Schirm, dass ich dann halt, wie gesagt, in spätestens einer Stunde damit fertig bin. Wenn du dir jetzt vor Augen hältst, die Zonenreinigung, das sind ja 15 Minuten à 5 Tage, das heißt, da kommen wir auch auf etwa am Ende der Woche auf etwa 1 Stunde und 15 Minuten. Und mehr als das möchte ich jetzt heute auch nicht aufwenden. Aber ich glaube tatsächlich, dass es sogar hier in diesem Fall sogar besser ist, dass ich das an einem Stück gemacht habe, weil ja, ich weiß nicht, wie ich das sonst gehandhabt hätte, gerade mit den Kindern und so. Also für mich ist es heute, wie gesagt, vielleicht eher eine Krisenputzaktion. Auf jeden Fall habe ich jetzt alles rausgeräumt und da unten sieht man auch, da sind zum Beispiel noch Ersatzteile für unsere Balkonboden. Auch die Sachen sauge ich jetzt einfach ab, sollten die da unten eingestaubt sein, und hole da erstmal alles raus, was so geht. Ja, bei der Zonenreinigung geht es ja eigentlich auch darum, dass man ja tiefenrein reinigt. Also es heißt, es geht jetzt nicht nur um das pure, wir holen jetzt Sachen raus und versuchen jetzt schnell fertig zu werden, sondern wir wollen jetzt hier wieder eine gute Basis schaffen, so dass wir wieder für ein paar Monaten komplett Ruhe haben. Und das gelingt halt wirklich gut, wenn alles erstmal einmal so richtig ordentlich sauber ist. Jetzt, wo der Reiniger auch schon eingewirkt hat, kann ich die Regalböden auch relativ einfach auswischen. Ich habe vorhin schon gemerkt, dass das wirklich so einen leichten schmierigen Film hatte, wie es halt so in der Küche ist. Obwohl die Tür verschlossen ist, dennoch, na gut, das sind ja halt Küchengeräte, die halt draußen stehen, Fritteuse und so weiter. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazu beitragen.
Nichtsdestotrotz, durch das Einwirken habe ich mir jetzt ein bisschen Zeit gespart beim Schrubben sozusagen. Es geht natürlich etwas einfacher. Ich wische die Regale auch nochmal von unten sauber. Also ich versuche es wirklich tiefensauber zu haben. Und ihr seht, glaube ich, schon, was für einen Unterschied das macht und wie schmutzig tatsächlich diese Regale schon waren und es auf jeden Fall deutlich an der Zeit ist. Ich werde heute auch noch mich um das Werkzeug von meinem Mann kümmern, also beziehungsweise das ist unser Werkzeug, aber mein Mann geht meistens an die Werkzeugkiste unten ran und da werdet ihr auch sehen, wer der Hauptverursacher war, dass diese Kiste so aussieht, wie sie jetzt letztendlich aussieht. Auf jeden Fall versuche ich da auch noch so ein bisschen das Ganze zu strukturieren, so dass man halt schneller die Sachen findet, weil wenn die Sachen kategorisiert sind, findet man sie halt auch einfacher wieder und kann sie halt auch einfacher zurückräumen. Und ich hoffe natürlich, dass dann halt auch das Ergebnis langfristiger ordentlich bleibt, als wenn die Sachen da alle in dieser Riesenkiste drinne stecken und man immer wieder rumwühlen muss und wie gesagt, jedes Mal beim Rangehen noch mehr Unordnung schafft. Ja, ich wische jetzt hier auch noch mal den Boden. Ich mache das im Übrigen allgemein so, dass wenn ich da kleine Bereiche habe in der Zonenreinigung oder sowas, zum Beispiel auch der Küchenboden, dass ich das tatsächlich meistens einfach schnell mit einem Lappen auf den Knien reinige und nicht zwingend mir den Wischmopp hole. Also es kommt immer drauf an, aber wenn ich so per Hand, also in der Zonenreinigung mache ich das tatsächlich gerne und vor allem in der Küche, dass ich per Hand den Boden wische. Das ist jetzt zwar gerade nur ein kleiner Bereich, aber auch allgemein, dass ich den gesamten Küchenboden putze, weil man kommt dann mit der Hand und einem Lappen doch schon mal besser ran. Also gerade so an Stellen wie unter der Spülmaschine oder so, wo man halt mit einem Wischmopp jetzt nicht so gut in jede Rille kommt, das mache ich dann schon ganz gern mit der Hand. Dann kann ich halt auch mal einzelne Flecken schneller und effektiver wegputzen und es geht unterm Strich ja auch schneller, als wenn ich mir jetzt einen Eimer voll laufen lassen würde mit Wasser und nur um diesen Bereich zu putzen. Das mache ich ja dann allgemein im Homeblessing, wie ihr wisst, ne, dass ich dann halt die gesamte Wohnung wische, aber so zwischendrin mache ich halt auch ganz gerne mal mit einem Lappen einfach schnell den Boden sauber. Ja, ich habe mir jetzt auf jeden Fall die Ordnungsboxen zurechtgelegt und versuche jetzt, die Sachen vorzusortieren, um einen Überblick zu bekommen, was in dieser riesengroßen Kiste ist. Wie ihr seht, da ist einfach alles durcheinander drin und ich versuche das so ein bisschen erstmal mithilfe dieser Boxen zu kategorisieren. Also ich schaue erstmal, was ist da alles überhaupt drin, wie viel Platz brauche ich da und versuche das halbwegs zu ordnen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Klebebänder zueinander gepackt. Ich versuche das Werkzeug erstmal zueinander zu packen, zu gucken, wo sind Ersatzteile. Die lege ich auch schon mal zusammen, um einfach einen Überblick zu haben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch diese ja, faltbare Ordnungsbox, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, mit diesen Fächern. Da sind zum Beispiel alle möglichen Schrauben, Nägel, Dübel und so weiter drin. Ich gucke da einfach, was ich da noch reinkriege, was da vielleicht noch rein gehört und versuche sonst auch die ganzen anderen losen Tüten irgendwie kategorisch zusammenzupacken. Wir haben da zum Beispiel Tüten gehabt, habt ihr vielleicht gerade gesehen. Da sind zum Beispiel noch Schrauben und sowas über vom Kinderzimmerschrank oder so. Ich packe diese Sachen, die halt immer zu einem bestimmten Möbelstück gehören oder so, zusammen in eine Gefriertüte oder so. Schreib halt auch drauf, zu welchem Bereich das gehört, so dass, wenn wir dann zum Beispiel mal umziehen sollten oder falls man ein Möbelstück verkaufen möchte oder sowas, dass man dann halt auch direkt schon die Ersatzteile oder das passende Werkzeug dazu sozusagen in der Tüte hat und nicht sich das irgendwie so zusammensuchen muss. Ja, in dieser Box sind halt Schraubenzieher und hier, wie heißen die, Teppichmesser und so weiter. Habe ich auch nochmal geguckt, was da vielleicht drin ist, was nicht reingehört. Also ich habe das jetzt einfach nur mal schnell überflogen. Und tatsächlich hat diese Aktion hier am allerlängsten gedauert in meiner heutigen Putzaktion. Also ich glaube, ich wäre sonst, also alleine dieses Sortieren des Werkzeuges und neu organisieren hat vielleicht eine gute 20 Minuten, eine halbe Stunde beansprucht. Also die meiste Zeit ist eigentlich am Stück dafür draufgegangen. Aber nun hat wirklich alles seinen Platz. Ich finde es auch ganz praktisch, durch die transparenten Boxen kann man auch immer von draußen einmal direkt reinschauen, wo ist was drin und muss nicht alles aufmachen und durchwühlen. Und vor allem habe ich durch die Ordnungsboxen auch noch die Möglichkeit, etwas unters Regal zu schieben und habe somit auch wieder ein bisschen Luft geschaffen. Und zudem kann man die Ordnungsboxen natürlich auch schön aufeinander stapeln und hat auch mehr Platz.
Jeder, der mich kennt, weiß ja auch, wir haben ja bei uns allgemein ein riesen Platzproblem. Wir haben 2,5 Zimmer. Ich wurde letztens gefragt, wie groß unsere Wohnung ist. Wir sind, glaube ich, wir liegen so bei 76, 77 Quadratmeter verteilt auf 2,5 Zimmer. Unser Schlafzimmer ist der größte Raum, aber wir haben zum Beispiel keine Abstellnische oder keine Abstellkammer. Also das, was hier in der Küche steht, ist tatsächlich der einzige Abstellbereich in dem Sinne. Und den benötigen wir tatsächlich doch noch für Küchenutensilien und so. Also da haben wir leider keinen Platz, um irgendwo einen Staubsauger unterzubekommen oder das Bügelbrett, Wäscheständer und so weiter. Das steht alles bei uns im Schlafzimmer mit drin. Ja, was auch nicht so optimal ist, aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass wir irgendwann in diesem Leben noch eine größere Wohnung finden. Es ist echt Wahnsinn, was auf dem Wohnungsmarkt los ist, gerade hier in Berlin. Aber nun gut, das soll jetzt nicht Thema der ganzen Geschichte sein. Wie ihr seht, es hat sich schon ein bisschen was getan. Ich räume halt so ein bisschen die Sachen wieder kategorisch zusammen. Das sage ich euch ja jedes Mal. Das macht wirklich Sinn, Sachen nach Kategorien zu sortieren, weil dann weiß man halt wirklich, wo gehören die Sachen hin. Man kann sie besser zurückräumen, man kann die Sachen auch leichter wiederfinden und habe mir jetzt das zweite Fach als Getränkeregal sozusagen vorgenommen. Also da sollen jetzt zukünftig nur noch Getränke stehen und nichts anderes und einfach so wieder eine neue Struktur in diesem Bereich zu schaffen, in der Hoffnung, dass dieser Bereich dann halt auch wieder langfristiger ordentlich bleibt. Als nächstes kümmere ich mich um die Küchengeräte. Ich versuche halt heute mal alle Küchengeräte von außen komplett sauber zu bekommen, weil manche Geräte haben ja dennoch so einen Schmutzfilm drauf, beziehungsweise man fasst ja in der Küche auch Geräte manchmal oder nicht immer mit sauberen Händen an. Da hat man halt noch schmierige Finger vom Kochen und packt dann ein Gerät zurück oder so. Und auf jeden Fall sind diese halt auch schmutzig und ich versuche halt heute mal alles wirklich richtig schön zu bereinigen, so dass die wieder sauber sind, eine gute Grundbasis, Ausgangsbasis geschaffen wird für die nächste Zeit und in der Hoffnung, dass das dann alles auch längerfristig sauber bleibt. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe mit vollem Körpereinsatz versucht, den Toaster von Krümel zu befreien und jetzt sprühe ich das Ganze nochmal mit dem Frosch-Fettreiniger ein, damit ich halt diese Schmierfilme von dem Gerät losbekomme, einfach, dass das alles sauber ist. Dann hat man auch wieder ein besseres Gewissen dabei, wenn man weiß, okay, das ist jetzt alles wieder frisch geputzt worden. Finde ich schöner. Hier noch mein Reiskocher. Da ist das Gute, dass ja die Behälter, also der Reistopf und der Deckel, die passen ja in die Spülmaschine rein, die dürfen in die Spülmaschine, aber trotzdem in diesem Gerät wird gekocht. Das heißt, man hat von außen auch immer noch ein bisschen Fettfilm und sowas drauf, obwohl ich mich auch immer darum bemühe, dass ich nach der Benutzung diese Geschichten einmal abwische, aber dennoch sind sie halt nicht so super sauber, wie wenn man jetzt mal wieder richtig mit einem Reiniger rangeht und dort halt schön putzt. Ihr wisst ja auch, ich sage immer, man braucht nicht zwingend einen Reiniger, wenn man täglich Sachen sauber macht und sauber hält. In diesem Fall ist es ja halt ein Bereich, der nicht täglich geputzt wird und hier ist auf jeden Fall Reiniger durchaus angebracht. Ich putze jetzt auch nochmal die Kabel ab. Also ich versuche wirklich das Ganze heute mal so gründlich zu gestalten, wie es nur möglich ist, um halt eine gute Ausgangssituation fürs nächste Mal zu schaffen. Ja, das ist halt so, wenn man jetzt einmal krank ist in der Zonenreinigung und die ganze Woche die Zonenreinigung liegen bleibt. Das ist jetzt auch nicht immer so tragisch. Das kommt halt immer auch drauf an, wie weit man jetzt im Prozess ist. Also wie gesagt, das hätte jetzt auch keinen Abbruch getan, wenn ich jetzt mir die Kammer aufgeschoben hätte. Gut, es ist natürlich schöner, wenn jetzt, wo es gemacht ist, aber letztendlich hätte es jetzt wahrscheinlich niemanden außer mich gestört, wenn jetzt die Kammer noch einen Monat länger so ausgesehen hätte, wie sie jetzt ausgesehen hat. Also wenn man mal krank ist, dann soll man auch die Kirche im Dorf lassen. Du sollst natürlich nicht dich krank und wenn du dich schlecht fühlst, dazu zwingen, jetzt die Zonenreinigung zu vollziehen, wenn es denn nicht geht. Oder beziehungsweise es reicht dann aus, wenn du dich einfach auf das Wesentlichste beschränkst, was du jetzt wirklich machen musst oder so. Aber natürlich, es geht immer die Gesundheit vor, Kinder gehen vor und so weiter. Also macht euch da immer keinen Druck. Wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ist auch in Ordnung. Wie gesagt, wir wollen nicht perfektionistisch sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch mal schnell die Zeit genutzt, um noch die Tür sauber zu machen von der Kammer. Wie ihr seht, war die jetzt auch schon an der Zeit. Und das ist jetzt erstmal das Zwischenergebnis. Ich denke, da ist schon ein ordentlicher Unterschied, Vorher-Nachher-Unterschied zu sehen. Also ich bin schon sehr zufrieden. Ich wäre natürlich zufriedener, wenn ich mehr Platz hätte, aber ja, für den Anfang bin ich auf jeden Fall damit
In Ordnung. Jetzt geht es noch an unser Tütensammelsurium ran. Ich weiß nicht, habt ihr auch so viele Tüten? Es ist Wahnsinn, was bei uns an Tüten zusammenkommt, obwohl wir die immer auch mitnehmen, aber keine Ahnung, wo die alle herkommen. Auf jeden Fall packe ich hier gerade links eine Tüte mit Tüten. Die stelle ich immer ins Auto, so dass wir, wenn wir dann einkaufen gehen, halt immer auch Tüten bei haben. Und hier oben natürlich auch wieder Platz haben. Und ansonsten habe ich jetzt nochmal angefangen, die Tüten, die jetzt da sind, nochmal zu sortieren. Also ich habe jetzt nochmal die Stofftüten alle gefaltet und zueinander gepackt in eine Stofftüte. Dann kann ich, wenn ich irgendwo mal hingehe oder sowas, ja, und irgendwo was mitnehmen muss oder so, dann nehme ich halt gerne eine Stofftüte mit und dann weiß ich halt auch, wo die sind, ohne dass ich halt wieder in dieser Riesentüte wühlen muss und da wieder Unordnung entsteht. So bleibt alles beieinander. Also die Stofftüten zu den Stofftüten. Ja, dann packe ich noch die Plastiktüten zueinander und versuche halt auch nochmal so eine kleine Ordnung zu haben bei den Tüten. Was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr so viele Tüten habt? Also ich frage mich wirklich, wo die alle herkommen. Ich versuche halt auch immer mal wieder dann Tüten abzugeben. Also ich frage dann halt auch mal meine Mutter, hier brauchst du noch hier von diesen schön stabilen Einkaufstüten, brauchst du da noch ein paar? Ich habe so viele oder so. Wir benutzen welche für Pfandflaschen und so weiter. Aber irgendwie, ich meine, die werden ja nicht weniger, ne? Und die sind ja auch so robust, dass sie halt auch nicht kaputt gehen, dass man die nicht entsorgt. Also die vermehren sich einfach. Also schreibt mir mal gerne in den Kommentaren, was ihr so mit den Tüten macht, wenn ihr denn zu viele habt. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt bin ich soweit fertig. Ich packe jetzt noch den Feuerlöscher zurück und ja, das Ganze hat mich jetzt 60 Minuten gedauert, also eine Stunde und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es ist alles tiefenrein geputzt. Der Boden ist geputzt, die Regale sind geputzt, die Geräte sind geputzt, es ist alles sauber. Sollte dir das Video gefallen haben, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video bald wieder. Bleibt gesund und bis bald.